Ist das ein schöner Tag? Es ist mir eher da zu stehen vor meiner Ex-Uni. Ja, sorry, es hat einfach nicht geklappt zwischen uns. Es ist nicht an mir. Ich schwöre. Es ist mir eher da zu stehen vor euch und euch zu sagen, ihr habt es geschafft. Herzlichen Glückwunsch zu eurem Abschluss 2020. Auf das haben wir jahrelang hingearbeitet, um jetzt endlich zu sagen, mal, es hat sich gelohnt. All die Freinächte, die man nur durchgezogen hat, weil man sich ein 24er-Pack Energy Drinks reingehauen hat, all die 200 Menschen, die einem angeschaut haben, nur weil man ein bisschen spät in die Vorlesung gekommen ist, das Gesundheitsrisiko, das man eingegangen ist, wenn man in der Mensa essen, all das hat sich gelohnt, genau für diesen Moment. Ihr könnt euch glücklich schätzen. Ihr dürft euch offiziell Absolventinnen und Absolventen, Alumne und Alumni von der Universität Zürich nennen. Liebe Absolventinnen und Absolventen der Universität Zürich. Ihr könnt stolz sein. Sie haben im Corona-Jahr 2020 abgeschlossen. Ich habe gehört, ihr habt keine Abschlussfeier oder nur eine virtuelle. Ich gratuliere mega zum Abschluss. Das haben Sie grossartig gemacht. Die Welt steht Ihnen jetzt offen, mindestens wenn Corona vorbei ist. Auf dem beruflichen Parkett gehören viele von Ihnen aber noch zu den Newcomern. Lassen Sie sich davon nicht unterkriegen. Und die Freunde und Bekanntschaften, die ihr machen könnt, das wird euch niemand mehr wegnehmen und wird euch das ganze Leben begleiten. In diesem Sinne, lassen Sie sich von Ihren Sehnsüchten beflügeln, tragen und vor allem lassen Sie sich Ihre Sehnsucht nicht ausreden. Bleiben Sie der Universität treu. Es würde mich freuen, Sie dann später einmal an einem Alumni-Anlass zu treffen. Alles Gute und viel Erfolg. Viel Glück und alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Übrigens, da und dort oben haben wir während der Studienzeit eines meiner Lieblingsvideos gedreht. Auf diesen Moment habe ich mich am meisten gefreut, weil jetzt bin ich dann gerade wieder vereint mit meinem Schlafplatz über das Studium durch. Im Studium haben wir so viel Zeit in Vorlesungssälen verbracht, dass es für uns irgendwann wie ein Theater geworden ist. Wir haben nicht mehr auf die Dozierenden geschaut, sondern uns darauf geachtet, was passiert da rundherum. Der peinliche Moment zum Beispiel, wenn bei jemandem das Telefon läutet während der Vorlesung. So, meine Damen und Herren, Sie sehen, das Studium kann in ganz verschiedenen Bereichen etwas für die Zukunft mitbringen. Wer Ihnen aber ganz sicher mehr über euer Studium sagen kann und was Sie in Zukunft damit machen können, ist der Rektor der Universität Zürich, Professor Dr. Michael Schapmann. Herr Schapmann, danke vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben für unsere Absolventinnen und Absolventen. Der Abschluss ist geschafft. Was sind Ihre Tipps oder die nächsten Schritte, die Studierenden jetzt machen sollen? Also das Wichtigste ist, dass die abschliessen, im Moment erst einmal feiern. Wir wissen, dass Feiern eingeschränkt ist, aber ich empfehle natürlich, dass sie vor dem Bildschirm mit ihren Kolleginnen und Kollegen eine entsprechende Party durchführen können. Danach würde ich mir sehr gut überlegen, was die besten Optionen sind, ob eine Karriere zum Beispiel in der Wirtschaft oder in der Akademie interessant sind. Ich glaube, dass für unsere Abgänger beides problemlos möglich ist. Und wie haben Sie selber Ihren Studienabschluss und den Übergang ins Berufsleben erlebt? Ich habe eigentlich meinen Studienabschluss gar nicht so richtig erlebt, weil ich direkt anschliessend nach meinem Master mit einer Doktorarbeit angefangen habe und erst 2 Jahre später wie eine Art einen Unterbruch gemacht habe. Sprich, ich habe eine Firma gegründet, bin ein Jahr lang von meiner Doktorarbeit weg und dann wieder zurück an die Uni gekommen. Das heisst, von der Masterarbeit in die Doktorarbeit der Übergang war außer Party eigentlich nichts speziell gewesen. Würden Sie aber das mal den Leuten empfehlen, auch mal eine Pause zu machen, ein Jahr lang mal reisen und gar nicht mit Arbeiten oder Schule zuzuhören? Ich denke, das ist individuell, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man auch mal etwas anderes sieht, ob das eine andere Arbeit, ein anderes Umfeld oder ein anderer Ort ist. Ich würde es in jedem Fall empfehlen. In diesem Jahr haben viele Studierende ein sehr spezielles Semester erlebt, gerade mit der Pandemie und den Massnahmen vom Bundesrat. Würden Sie sagen, ist das jetzt besser für die Studierenden oder ist es schlechter gewesen, oder hat es überhaupt keinen Unterschied gemacht? Also zuerst möchte ich betonen, dass es für uns extrem mühsam ist, wenn wir keinen Präsenzunterricht haben können. Jetzt die Frage ist, wer hat was gewonnen während dem Verbot vom Präsenzunterricht? Ich glaube, dass die Solidarität unter den Studierenden wahnsinnig zugenommen hat, neben den Möglichkeiten, wie man sich digital orientiert in dem Vorlesungsdschungel, den wir anbieten. Das heisst, ich glaube, dass sie sehr viele andere Skills gewonnen haben in dieser Zeit.
Das Berufsleben später wird zeigen, ob es von Vor- oder Nachteil ist. Ich glaube, es ist in jedem Fall ein Vorteil. Der Nachteil ist, dass wir gewisse Praktika oder Arbeiten vor Ort nicht haben durchführen können. Das heisst, es sind auch Lücken entstanden. Mir ist das grösste Anliegen, dass keine Generation Corona entsteht, von der man eigentlich schlecht reden würde. Sondern ich glaube, dass die Gewinne, die entstanden sind, nämlich ich muss mir in einer Krisensituation selber helfen, dass das langfristig ein Asset ist für die. Herr Skappmann, Lust auf eine schnelle Nummer? Ja, also. Wie lang ist Ihr Arbeitsweg? 14 Minuten. Wer ist sympathischer, Studierende oder Dozierende? Studierende. Wie lang ist Ihre Screentime auf dem Handy? Eine Dreiviertelstunde pro Tag. Wissen Sie noch Ihre Abschlussnoten? Schlecht. Folie ausdrucken oder auf dem iPad schreiben? Auf dem iPad schreiben. Ihren Lieblingskurs im ASVZ? Durchschein. Früher Vogel oder Langschläfer? Früher Vogel. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut ist das Mensa-Essen da? 5. Eine Änderung, die der Uni gut tun würde? Mehr Agilität. Super. Und mit diesem Wort begeben wir uns zum Apéro Riche, wie wir ihn von der UZH kennen und lieben, und würden nochmal auf den Jahrgang 2020 anstoßen. Apéro. Dann stoßen wir nochmal auf den Jahrgang 2020 an, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Herr Skappmann, Zum Wohl. auf euch daheim. Ja, Wasser im Jahrgang 2020 ist der beste. Das ist super. Ja. So, danke vielmals fürs Zuschauen. Das ist euer Abschluss 4, so gut wie es halt gegangen ist im 2020. Und weil ich ein bescheidener Mensch bin, übergebe ich das letzte Wort an Herrn Skappmann. Allen ganz herzliche Gratulation zum erfolgreichen Abschluss. Wir sind extrem stolz, dass der Jahrgang 2020 so gut rausgekommen ist. Und wir wünschen natürlich allen ganz viel Erfolg in der Karriere nach dieser Universität. Und ich hoffe, dass die meisten wieder irgendwann zu uns zurückkommen. Viel Erfolg!